Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum neuen Clip. Ich bin noch immer in der Türkei, Sandy ist auch noch bei mir hier schön verpackt. Viele fragen mich, Maggie, du bist noch nicht zurück in der Heimat, immer noch in der Türkei, was machst du da? Und ja, wie mein Alltag momentan in der Türkei ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Mein Arbeitskollege Nico und ich, wir sind immer noch dabei, einen Transport für die Sandy zu organisieren. Das stellt sich natürlich auch nicht so leicht heraus wegen Corona, aber ja, es scheint, als hätten wir in naher Zukunft etwas erreicht. Bis dahin bleibt die Sandy noch bei mir. Hier in der Türkei gibt es natürlich Corona-Maßnahmen. Zum Supermarkt darf man gehen, aber am Wochenende um 5 Uhr muss man zu Hause sein. Ansonsten aber kann man sich hier noch frei bewegen, also kein absoluter Lockdown. Und ja, so kann ich mir natürlich schön ein bisschen die Beine vertreten und konnte auch letzte Woche nach Vannes fahren, um mein Visum zu holen, denn 3 Monate bin ich schon wieder hier in der Türkei. Und da man das Visum nicht verlängern konnte, musste ich eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Die habe ich nach langem Hin und Her bekommen und ja, bin vorerst legal im Land. Ich werde heute für meine Freunde im Hotel eine Chili con Carne kochen und dafür brauche ich Tomaten. Tamam yeterli. Domates. Aha. Teşekkürler. So, jetzt brauchen wir noch Fleisch. Crunch. Ja, Crunch. Paket. Ja, mit dem Fleisch in der Türkei hatte ich am Anfang so meine Schwierigkeiten beim Kochen, weil aus dem Faschierten ganz viel Öl ausgetreten ist. Und ja, später bin ich drauf gekommen, dass die Öl dazugeben, sodass man beim Anbraten dann kein extra Öl braucht. Inzwischen habe ich es aber so gemacht, dass ich mir es direkt beim Metzger faschieren lasse, damit ich weiß, da ist nichts extra drin. Ja, die Butter. Als ich zu Hause war in der Schweiz, hat ja der Cesim auf meine Sandy aufgepasst. Als Dankeschön habe ich ihm, glaube ich, 2 Kilo Milka-Schokolade mitgebracht. Und ich habe mir gedacht, er wird sich irre drüber freuen, auch seine Kinder und so weiter. Und ja, überraschenderweise war er überhaupt nicht so happy. Und ich habe dann die Freunde im Hotel gefragt, ja, warum freut er sich denn nicht? Und dann haben die mir erklärt, ja, dass Milka hier in der Türkei überhaupt keine Rarität ist, sondern dass man das überall bekommt. Und ja, auch hier in diesem Supermarkt gibt es genau diese Sorten, die ich den Cesim aus Österreich importiert habe. In den letzten Tagen und Wochen habe ich mir natürlich sehr viele Gedanken gemacht, wie es für mich in Zukunft weitergehen wird. Die Reise ist beendet und ja, das ist natürlich immer etwas schwierig, der Moment, wo sich Pläne ändern und man ja so ein bisschen in der Luft hängt, überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und auch schon ein paar Ideen, und was dabei herausgekommen ist, da reden wir dann noch später drüber. In dem Hotel, wo ich momentan wohne, da ist nicht nur der Cesim, sondern da sind auch viele Lehrer untergebracht. Die werden vom Staat ausgeschickt in die verschiedensten Dörfer, und da es in Muradije relativ wenig Apartments gibt, bleiben die in dem Hotel, wo auch ich bin, und deshalb fühlt sich das gar nicht wie ein Hotel an, sondern mehr wie ein Studentenheim. Und inzwischen habe ich schon ganz viele nette Freunde gefunden
Für die werde ich auch heute kochen, aber nicht nur das, einer davon, ein Englischlehrer, der Osman, der zeigt uns jetzt eine türkische traditionelle Speise, die man offensichtlich aus Schnee macht. Untouched snow. Untouched snow, first ingredient, erste Zutat, unberührter Schnee. So Osman, what's the name of this traditional Turkish food? Snow with molasses. Snow with molasses. Okay. And what's molasses? It's made from grape. Grape. Yeah, and we use it mostly for breakfast in Turkey. Okay. You'll see it in a minute. Ja, ich habe schon jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht so mein Geschmack wird, aber let's try. Çesim soğuk. Sıcak. Herkes yararlanabiliyor. İşte kulübü de yararlanabilir. Yani Football, Soccer. Yes. Das ist die Küche, die ich benutzen darf und wo wir auch heute Abend das Abendessen zubereiten werden. This is molasses, if I recall correctly, the name in English. And what's the name in Turkish? Pekmez. Pekmez. That was the only reason I actually liked snow when I was a kid. Because of this food. Yeah, my dad used to bring this to our house when it was snowing. Okay. Dig in. It's surprisingly good. Yeah, it's like mixture of ice cream and cake, some Yes, kind of. it's true. It's a mixture of ice cream and Yeah, cake. and the molasses tastes almost like caramel. Yeah, it's true. That's a very good expression for this taste. It's really good. Yeah, some people also try this with marmalade, jam, you know. So, nach einem kleinen Mittagsschläfchen bin ich wieder zurück und zwar in der Küche. Am meisten vermisse ich oft auf meinen Reisen das alltägliche Leben jetzt, zum Beispiel Kochen oder ja, Freunde treffen oder mal nichts tun oder was anderes tun, außer organisieren und planen. Ja, surprise, surprise, blöderweise ist uns jetzt das Gas beim Kochen ausgegangen und ich weiß nicht, ob wir heute noch das mexikanische Abendessen zubereiten können, aber ja, der Chef, der hier arbeitet und zwar nachts, der versucht jetzt am Telefon neues Gas zu bekommen. Oh, ja, das schaut gut aus. Okay, he's a little bit shy. Das schaut gut aus. So, das ist Murat. Murat ist auch einer der Lehrer, der hier wohnt und inzwischen mein guter Freund. I just said that we are friends. We became friends here in the hotel. Yes. And so, Murat, what are you teaching here in Muradye? Art and craft teaching. Art and craft teaching. My branches, yes. But right now you have to teach online, right? Yes, online lessons we have been given for now. Because of Corona. Yes. because Okay, of I see. And today, heute wird mir Murat beim Abendessen helfen. Er macht nämlich heute den Salat. I just said you will help me to prepare the salad, right? Sure, as always. So how was your class today? It was good. Did you teach your students? Yes. I showed them some paintings of famous masters. Yeah. I tell them about the paintings. Afterwards, they try to make something similar, you know. So they kind of copy
famous paintings. Yes, we call it as reproduction. How is the quality of their paintings? Some of them are real and talented, that's why it's going good, I guess. Ja, die Reise ist ja leider zu Ende, aber ich habe so viele Kommentare bekommen bei meinen YouTube-Videos und ich bin inzwischen wirklich beim Überlegen, ob ich nicht einfach weiter vlogge, denn auch in diesem Jahr werden wieder einige Reisen für mich anstehen und da könnte ich euch natürlich mitnehmen. Am 25. übrigens gibt es mit mir einen Podcast oder sogar einen YouTube-Livestream von Begaso Reisen und ich gebe euch auf jeden Fall den Link auf Facebook und Instagram Bescheid und ich werde das Video aber auch für den 30. Jänner auf meinen Channel laden. Und dann gehe ich vorerst in die kreative Pause, 2 Wochen oder 2 Videos und es gibt dann natürlich noch ein Video, wie ich nach Hause komme und wie die Sunny nach Hause transportiert wird. Wir sehen uns also nächste Woche noch einmal und dann wieder Ende Februar. Alles Liebe!